Okay, Wahnsinn betreten. Da sind wir wieder. Okay. So, gleich fangen die an zu reden und dann wird es auch ein bisschen lauter. Jetzt tatsächlich schon. Okay. Ist das in Ordnung von dem Ton her? Bin ich gut zu hören? Ist das Spiel gut zu hören vor allen Dingen? He's having a seizure. He's having a seizure. He will survive. Strong subject. Okay, ich hoffe, ich habe eingestellt, dass der Stream ab 18 ist. Sonst habe ich ein Problem. Spiele für Erwachsene. Okay, gut. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? What did you do? Undo these straps! Whoa, go easy, my friend. You were dead. He killed you. Are you Stimmt. sure In he's der letzten better? Folge wurde hier unser Officer He was dead. platt gemacht. Me too. We were dead. What are you der geht doing? uns jetzt immer weiter Sorry, my spritzen, ne? friend. Er ballert's mir rein. What? No. Gib ihm das gute Zeug. Die Höhlen erkunden. Geschafft. Und damit erwachen wir aus unserem What Schlaf. happened to me? Where am I? Lassen Sie mich raus. Spiel bisschen zu laut. Okay. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do So, we. ich habe es einen Tacken You don't leiser understand. gemacht. If I go out, he'll see me. Das wäre No! You're müsste leaving eigentlich this schon cell. was gebracht haben. Please. I don't want him to find me. Sonst kann ich mein Mikrofon natürlich auch noch lauter machen. Ne? Ich bin jetzt natürlich noch ein bisschen weit davon weg, aber näher geht's leider nicht. Besser. Okay, cool. Und da lacht er auch schon wieder ein. Hahaha. Nun gut, Schlafen. Schlafen ist eine Möglichkeit. Was ist das? Okay, wenn er hustet, sollten wir vielleicht nicht direkt drunter stehen. Wir können immer noch nicht raus. Ich glaube, dann ist tatsächlich die beste Alternative, dass wir... Oh, warte mal. You can't escape. Guck mal, steht der Name. Da steht Sarah. Oh oh. Ist das ein böses Omen? Das ist es nicht. Ist das Schimmel an den Wänden? Ih. Das ist ja eklig. Ich glaube, ich mach's mal einen Ticken heller, wenn das geht. Passt die Helligkeit an. Nein. So, dann ist es für euch auch ein bisschen heller. Ich glaube, das ist schon okay. Das heißt, nein, der Ton ist nicht besser oder du bist das nicht? Aber wir warten einfach mal. Mehr geht ja gar nicht. Ach, guck. Aber ich bin noch ein bisschen wackelig auf dem Bein. Nicht du, okay. Ja gut, wenn sonst alles passt. Sag ich schon mal danke. Achso. Hier kurz den Kontrollbildschirm einrichten. Gucken, dass ich nicht zur sonst Ausknopf komme.
ja. Uiuiui, das ist aber gut. Pursued me right into their dreams. They scribbled all over their maps in the wake of my lonely wanderings. So ist, glaube ich, besser. Bam, bam. Bam, bam. Okay, gut. Haben Sie es auch gehört? Der Leviathan hat zu uns gesprochen. Es heißt Leviathan. Nicht Leviathan. Nicht vergessen. Wutschen und wedeln. Oh, heimlich Manöver. Geht es? Nein? Gut, damit kann ich leider nichts tun für sie. Sie auch nicht, das ist immer derselbe Dude, ne? Was passiert hier? No sea is dark enough to hide the color of my blood. No wind strong enough to scatter my dreams. When the last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs. Awake and free me. Ja, ganz geil. You there. Wake up. Come on, Very stand cold. up. We don't have much time. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Was tun Sie mit den Patienten hier? Und, oh, Ermittlung. I saw the nurses at work on a patient. It wouldn't be good for me to get caught. You must avoid them at all costs. If someone found out that I released you from your room, I'd never find work in a hospital again. So nice of you to worry about me like that. Do not be unpleasant, Mr. Pierce. Ja, echt. We must not stay here. Erstmal There schön are two men standing sarkastische guard near the Bemerkung. stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Okay, ich habe nur eine Frage gehabt. Sturmlaterne, Feuerzeug. Wie ging das nochmal so? Aus? Nee, aus, bitte. Aus! Gut. Okay. Als erstes gehen What wir does mal in this mean? diesen Raum. Es steht ja ganz oft. He'll come for you. You can't escape. He sees everything.
Was sind das, Augen vielleicht? The paintings are cursed. Versuchen wir mal den Tathergang zu rekonstruieren. Burn it. Am I in an asylum? Digga, das hast du noch nicht verstanden? What did they inject him with? Schade, das hat nicht funktioniert. Okay. What did he write about the painting? In his eyes, this symbol must have some protective virtues. Sarah. Ja gut. Haben wir noch was? Hier draußen? Ne? Wie komme ich denn dann hier raus? Achso, hier ist noch was. Ah. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Ah. Oh, vielleicht ist er ein Vater? Ein Vater? Ein... Ich habe leider nicht richtig zugehört. Auch leer. Na gut. Leere Zellen soll man nicht. Ja, komm mal mit. Komm noch mit. If I don't get out of here, I'll end up like him. Ich würde die ja gerne alle mitnehmen, ne? Die haben ja Poor nix, wretch. wahrscheinlich nichts getan. Ja, einfach nur ein bisschen crazy. Essen sieht auch nicht so geil aus. Bin ich ganz ehrlich. To say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. In entfernter Nahn ist Damn natürlich, it. erscheint eine weiße I'll Markierung. have to find a way of getting rid of those two myself. Okay. I told you not to let her come down. I know. If you do it again, I'll report you. Das sieht mich gar nicht von hier. Zu wissen, das ist ein schöner Schrank. Was war das denn? Habe ich Angst im Dunkeln? Das kann doch nicht sein. Das ist ja eine ganz neue Seite an mir. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. Good God. What could this machine be used for? Okay, der hat auf jeden Fall auch Bock auf die okkulten Sachen hier. What is going on here? Laut dieser Akte litt der Patient an Psychosen. Er stach sich seine Augen in einem Tobsuchtsanfall aus. Francis Sanders. Ah, Francis. Dann wird das der Bruder gewesen sein, oder? Machen wir mal wieder zu, damit keiner was vermutet. This machine seems to consume a great deal of electricity. Okay, damit können wir auf jeden Fall eine Ablenkung The machen. corpse is complete. Whose are these limbs? Oh, stimmt. I. Is there a connection between this corpse and the machine?
Was? So langsam. Ist das wieder zum Verstecken? Na gut. Ah, ich krieg Platzangst. Kann das sein? Okay. Gibt mir ein bisschen Anxiety, muss ich sagen. Ich kann. Ah, so kann ich rennen. Okay. Da ist der Wachmann. Komme ich in die Archive? Tatsächlich. Cool. Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopods. Vielleicht die Tür einfach mal zu. Anatomy, anthropology, nothing surprising. Dementia, self-inflicted wounds. Ein Dokument, das bescheinigt, dass Irene Sanders, die Ehefrau von... Ach, die Ehefrau... Ah, okay. Ihren Mann nach Anzeichen schweren Wahnsinns hat einweisen lassen. Aha. Das muss ich mir vielleicht nochmal angucken. Sarah Hawkins. Ah, Hawkins war das. Okay. Cat. James Fitzroy. Roy Mitchell. Bradley. Charles Hawkins. Marie Colden. Ach, Francis Sanders kannte ich noch gar nicht. Na gut. Na gut. Orte. Tunnel. Hinweise. Kapitel 4 habe ich einfach nur. Okay. Kapitel 4 habe ich gar nichts gefunden. Der unterirdische Vorraum. Verrückt. Okay, Piers, Verstand, das Ritual und Albträume. Haben wir Fähigkeiten, die wir ausbauen können? Ja, bei Ermittlungen. Sind wir jetzt Experte? Finde ich gut. Redegewandtheit hilft mir gerade nicht so viel. Okkultismus und Medizin muss ich finden. Vielleicht sogar auf Entdeckung oder Psychologie. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, die Motivation einer Analyse eines Gegenstands. Ja komm, Psychologie ist eigentlich immer ganz geil. Detektiv Edward Pierce. Expertenstufe einer Fähigkeit. Cool. Sarah Hawkins. She was a patient here. Warnanfälle in Riverside. Das Feuer in der Villa war nicht der erste Versuch. Das ist wieder der Schrank, ne? Okay. Ja. Ja, ist schon okay. Vielleicht gehöre ich doch hier hin. Wenn mir Schränke so viel Angst machen. Ich denke nur noch an Schränke. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. Worse and worse. Okay, einfach sehr viele Spritzen, Zangen, ein Hackebeil. Also wird sehr viel geschnitten, sehr viel rausgehauen. Hier ist einfach so ein Halsband.
Innereien anscheinend. Das sind diese Innereien aus, die wir auch an der Höhle gesehen haben. Kann das sein? Es wird versucht, in die Leute zu reinzumachen. Was ist das? Das hat Augen? Oh, das hatte Charles Hawkins doch am What's the connection between this meat and the electrical installation? Das werden wir rausfinden, oder? What will happen if I increase the current to the limit? Das ist eine gute Frage. I can still increase the load. Have I activated anything? Das Spiel hat auf jeden Fall gespeichert. I can still increase the load. Still increase the load. Stimmt, das ist nur ein Ding an hier. Aber was bedeutet das? Was kann ich denn hier machen, um es zu increasen? Oh, die Wachen sind weg. Cool. Da ist noch einer, ne? Er guckt. Geguckt. Er guckt schon wieder. 2. It's locked. Das ist wieder ein neuer Bereich. Ich gucke mich vielleicht erstmal hier um. Hier ist gerade keiner. Storage Room. Ermittlung? Komm schon. Perfect. Geilo. Geh mal auf. Geh mal auf. So, was haben wir hier? Gar nichts? Ach komm, wirklich? Hier müssen doch Dinge sein. With these chains on your wrist, you can't escape. Ich dachte schon, was ist das für ein weißes Geräusch da? Ein weißes Symbol da hinten. Wo geht er lang? Das war knapp. Das war knapp. A control wheel to mount on a plumbing system. Ah ja, okay. I can still increase the load. Dann gehen wir doch jetzt mal richtig einen uploaden, ne? Ist keiner drin. Kann ich zumachen?
Oder? I'll go take a look. Nein! Ich habe ihn nicht gesehen. Storage Room. A control wheel to mount on a plumbing system. Hey. With these chains on your wrist, you can't escape. Dankeschön. Hallo Jerry Fox. Moin moin. Schön, dass du hier bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Oh. Kommt er hier rein? Der kommt hier rein. Wir sind gerade in der Innenanstalt. Innenanstalt ist es auch, ja. Aber es war hier, zu der Zeit war es noch eine Irrenanstalt. Und müssen jetzt fliehen. Und zwar im besten Fall unentdeckt. Das stellt sich jetzt ganz schön schwierig heraus. Wie man gerade schon gesehen hat. Oh, hier ist was Nettes. Medizinbuch, cool. Cool. Da ist noch ein Rad. Jetzt haben wir schon 2 Räder. Wir können bald eine Reederei aufmachen. Locked. Okay, hier ist wieder der komische Typ. Okay, hier kann man doch jetzt ein Rad machen, oder? Nee. Komisch. Kann ich hier noch was hinmachen? Wofür sind denn diese Räder? Wird ein Rohrsystem angebracht. Achso, das ist gar nicht wie hier. I can still increase the load. Aha, von hier. Okay, ja, manchmal muss man noch einfach nur den Kabeln folgen, ne? Okay, wir folgen den Kabeln zurück. Hier sind wieder Wachen. Das hat funktioniert. Hier, aber hier kam man nicht rein. It's locked. It's locked. Okay, wir schauen mal. Das war vielleicht ein bisschen laut. Nee? Okay. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Ach, damit kann ich es vielleicht machen, ne? Damit kann ich es ausstellen. Vorher erstmal looten. Dr. Fuller, ich habe Ihre Maschine bestmöglich repariert. Die Rohrleitungen sind allerdings beschädigt und ich fürchte, dass Gas austritt. In so einer kurzen Zeit kann ich nicht mehr schaffen. Ich möchte nur warnen. Wird die Ausrüstung zu stark beansprucht, besteht die Gefahr einer Explosion. Also so eine Explosion ist doch eine super Möglichkeit, eine Ablenkung zu erzeugen. It's impossible to break this chain with my bare hands. A duct. Das ist diese Leitung. This valve controls the pressure. Erstmal, an jedem Rad muss man drehen. In Videospielen ist das eigentlich immer. Das ist ein guter Rat.
Now for the next step. Sind das schon die beiden Räder? Okay, die Frage ist, wenn ich jetzt hier eine Explosion verursache, wo kann ich mich dann noch verstecken? Oh, jetzt ist es Mitteilung an das Personal. Der Vorfall der letzten Woche verursachte erhebliche Schäden an der Infrastruktur, führte zu einem Stopp der laufenden Experimente. Das ist inakzeptabel. Mit sofortiger Wirkung müssen die Räder zur Regelung der Gashähne nach jeder Benutzung im Lagerraum aufbewahrt werden. Außerdem müssen sie die Verwendungsliste auf dem aktuellen Stand halten. Ach so, ich brauchte nur ein Rad. Naja. Oh, es wird spannend. Nice. Perfect. Wo sind wir denn hier? Okay, in den Schacht gehe ich noch nicht. It's done. Now for the others. Das ist wieder nur ein Schrank. It's locked. It's locked. Ah, warte mal. Hier geht doch... Ah, hier geht das grüne Kabel lang. Korrekt. Gut. Okay, der Mann hat Platzangst. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Du schaffst es, Pierce. Ich glaube an dich. Guter Junge. Was haben wir hier? Zange. Ah, cool. This lever must turn on the gas machine. Dann habe ich doch ein zweites Rad gebraucht. Ja, schön. Gut. Nee, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Ultragas. Hier ist noch kein Ultragas. So. Und jetzt machen wir das mal an. Machen so einen Feuerball, Junge. I've got to hide before the guards see me. Schwierig. Sind die weg? Ne, da steht er noch. Okay, er steht da und checkt die Lage. Oh. Der dreht sich um, okay. 2, 3, 4, 5.
Ah, okay, ne. Lieber ganz kurz warten, bis er den anderen Weg geht. Jetzt. Okay, das war ein bisschen knapp. Das war der Weg, den ich wollte. Okay, aber jetzt ganz kurz mal, waren das die Wachen? Ja. Ja, super. Oh. Oh, Francis. Doctor, is that you? Nee. Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Ich spüre etwas Übernatürliches. Ja, das wird denn doch... Ja, komm, aber What is warum the nicht? exact nature of the beast you're running Schrei away doch from? nicht so an. You've got instinct. Der Mann ist in Panik. Sensitivity for the invisible. It puts you in danger. The creature that is pursuing me is not from our world. After what I've seen so far on this island, I'm ready to believe you. Don't do that! Do not believe. Or you'll end up like us all. What happened to you, Sanders? The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The legend. The one and only. The legendary. The legend. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Das ist ihr Geheimnis. Was wissen Sie über Sarah Hawkins? What can you tell me about the Hawkins? You should leave before it's too late. I inspected the scene of the fire, and something is not right. Do you think Charles Hawkins could have killed his wife and faked his own death? What? No, of course not. He would never have done such a thing. She was the sole purpose of his life. Ganz I sicher. don't understand. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Oh oh. Oh, jetzt kommt er bestimmt. No! Sanders! Oh! What the hell? Oh God. I gotta. Ah, ich kann laufen. Okay. Okay. Oh, er ist weg? Nee, doch nicht. This is insane. What killed him? Das ist die Frage. Ich kann ihn nicht untersuchen. Ich kann gar nichts. Oh, shit. Ich kann ihm jetzt auch nicht mehr helfen. Hätte ich ihm vielleicht helfen können? Hätte ich nicht nach dem Okkulten gefragt? Gucken wir mal hier. Nee. Okay.
Aus der Anstalt entkommen, ja. Das ist wahrscheinlich... Was ist denn mit ihm los? Jetzt kann ich nicht mehr den anderen Weg gehen. Das ist natürlich doof. Ich dachte, vielleicht wären da irgendwie noch Collectibles. Aber das ist jetzt vorbei. Na gut. Dann hau ich mal ab. Oder zumindest eine Etage weiter. Locked. Wirklich? Ah, shit. Hier muss es dann ja weitergehen. Oh Gott. Warum erschreckst du mich denn so? Ich dachte, hier passiert irgendwas super krasses. Damn! The gas! Oh. My head. Oh, no. Later. We need to move on. We need to move on. Hä? Pierce erwachte in einer Anstalt im Keller des Riverside-Instituts. Dort traf er auf Dr. Colden, eine Freundin von Bradley, die ihm zur Flucht verhalf. Er durchstreifte den Ort, an dem Dr. Fuller uneingeschränkt herrscht, und konnte mit einem Mann namens Francis sprechen, bevor er von den Augen des Detektives starb. Beschuldigte er Sarah Hawkins als Grund für seine Qualen. Schließlich verließ Pierce gemeinsam mit Bradley und Colden das verfluchte Gebäude. Die drei Verbündeten beschließen in der Villa der Hawkins Unterschlupf zu suchen. Ich weiß noch nicht, wie das mit Bradley zusammenhängt. Ah, naja. Who goes there? Aus der Anstalt entkommen. Stark. That nightmare again. I need a drink. Kriegst keinen Drink. Wir sind sober. Cool. Cool. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Der 14. Tag. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? I saw people in hoods. They had stolen Mrs. Hawkins' paintings. Who are you talking about? Why would they do such a thing? I don't know, but they were a threat. They've taken over the caves under the mansion. They were performing some kind of ritual. One of the entryways was under Charles Hawkins' office. We suspect Mr. Hawkins of being involved. My patients believe the old islanders used to worship primitive sea gods. Could they be the focus of the cult? Am I hearing this right? So you think me gullible? No, not at all. What else did you uncover, Mr. Pierce? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What?
How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't Ich see erzähl denn what, alles, klar. but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. Schauen She wir mal. deserves the truth. But that truth may be biased. Oh, ich bin We grad don't know Dr. the bottom Bradley. of it. Officer Bradley. Wir sollten uns der Wahrheit stellen. He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Kann mir jetzt bitte sagen, warum noch lebt? The other night's events are still confused in my head. Keine Eintritts- und Austrittswunde? The other night's events are still confused in my head. Aber er ist offensichtlich verwirrt, weil er sich ständig wiederholt. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Dann sprechen wir mal mit der Witwe. Wohnsitz der Sanders. Pierce, Colden und Bradley beschlossen, den Fall Sarah Hawkins gemeinsam zu lösen. Sie haben eine neue Spur, der sie nachgehen. Francis Sanders, ein Kunstsammler und Freund der Malerin, der direkt vor Pierce starb. Der Detective geht zu dessen Haus, um mit seiner Witwe über den Schlurfer zu sprechen, den der Mann vor seinem Tod erwähnte. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned.
You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Er starb schreiend, direkt vor meinen Augen. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Sehr gut. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. Trink doch I was. need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Redegewandtheit testen kann ich natürlich machen. Aber der wahre Schuldige ist Fuller. Ich glaube, das ist die bessere Antwort. Trotzdem tendiere ich immer dazu, die Skills einzusetzen. Wenn es klappt, ist natürlich cool. Wenn es nicht klappt, ist es doof. Ich habe nichts damit zu tun, ja. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Ich weiß jetzt nicht, ob das geklappt hat. Heißt das, ich habe jetzt nur eine Antwort? Komm, wir probieren's mal. May I ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. I deduce that your husband already mentioned this dimensional shambler. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Okay, dann gehen wir mal in diese Gallery. Und werden wahrscheinlich dagegen den Schlüpfer kämpfen, ne? Ich habe aber gar nichts, um zu kämpfen. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a form. Ah, ja, wer ist das denn? Hallöchen. Schönes Easter Egg. Steht da auch sein Name drauf? Nein? Edison Gold Molded Record. Das H.P. Lovecraft übrigens. Eine Tonaufzeichnung, die Francis Sanders seiner Frau Irene überlassen hat. Interessant. Ja, nehme ich mit. Bin ich knallhart.
gleich. Erstmal komplett umsehen. Vielleicht kann man noch looten. Okay, das ist einmal der Rundgang hier. Ja, für eine so reiche Familie. Zweite Band deckt Gasödemen bis Kriegsnephritis. Alles ab. In meiner präzisen und detaillierten Studie führt diese Buch fortschrittliche Theorien auf die ungleiche Komplexität dieses Werks beschränkt. Experten. Cool. Ich habe mir das Buch ausgeliehen, ne? Sie müssen ja jetzt niemanden mehr verarzten. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Wenn ich was rekonstruieren kann, mache ich das auch sehr gerne. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? A house of artists. A house of artists. A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Ist er das? Nee. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Was she jealous of Sarah Hawkins? She didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Ah! The Shambler. I need to see it. So hat er sich die Augen ausgepiekst. Das ist aber kein schönes Gemälde. Also wenn mich Sarah Hawkins so gezeichnet hätte, dann wäre ich auch nicht gut auf sie zu sprechen. Madame, also. Sie kann dieses Gemälde. Das hätte ich zurückgegeben. Noch sowas. Sind das nur Bilder von ihr? Nee. Da ist auch noch. Sieht aber auch nicht schön aus. Hier hing vielleicht mal was. Na gut. Wir reden mal mit Cathy. I could use one of those. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemals dieses verfluchte Gemälde zu besitzen. Wenn du unserer Freundschaft auch den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlurfer. Deine Freundin, Sarah Hawkins. Another volume of the Reverend's wife's diary. Wickwoods Gemeinde. Seine Frau beschreibt ihre Sorgen über die seltsamen Träume, die die Gemeinde des Remnants in ihrer Ankunft heimsuchen. Einige Mitglieder der Gemeinde und auch ihr Ehemann begannen von ihrer Vision eine von Gott gesandte Boot. Ja, finde ich nicht so interessant. Das hatte damit gar nichts zu tun, aber...
Nochmal Medizinkunde. Zeig mir mal, wie weit bin ich denn? Tatsächlich gar nicht so weit. So, ich habe 5 Punkte. Ich bin ja eigentlich für Entdeckung. Aber wenn ich jetzt hier mit Cat spreche, dann muss ich wahrscheinlich ein bisschen redegewandt sein. Oder Psychologie kennen. Komm, nächste Stufe Psychologie. Und hier einmal Entdeckung. So, ich bin Experte in Psychologie. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Da ist es, Redegeband. I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. There's more than that, Miss Baker. So people have been talking behind my back. I was almost beginning to like you, Mr. Pierce. But it stays Cat for you. You knew the Sanders? Irene is a friend of mine. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network, and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Was steht denn auf dem Buch? Das ist so eine wichtige Entscheidung. Normalerweise sind die neugierigen Leute ja immer die, die als Erste sterben bei Lovecraft. Aber ich bin so tief drin im Okkulten. Ich muss es lesen. Eine Art Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich noch an zu glauben, dass sie wirklich existieren. Ah, okay, wenn ich nicht dran glaube, dann können sie mir auch vielleicht nichts anhaben. Das hat ja Francis auch gesagt. Ja, vielleicht hätte ich es besser nicht gelesen. A strange Amerindian pendant. Weiter Okkultismus. Also ich bin ein richtiger Profi im Okkultismus. Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Was liest du da? Was liest du da? Hey. Lieber Ior oder lieber Iod? Job? Naja. Okay. Nice. Schlüssel zur Sanders Gallery. Hey, wäre ich da nicht reingekommen, hätte ich die Probe verkackt. Ist ja komisch. Go take a hike, Detective. Oh, wie riesig das ist. Und da steht
steht der Schlurfer. Das gucken wir uns doch erstmal alles in Ruhe an. Alles schön okkult. Hier sind doch bestimmt auch ein paar Easter Eggs. Das ist Sphinx mit einem Totenkopf. Der scharfe Verstand eines Detektives und seine analytischen Fähigkeiten. These artifacts date from pre-Columbian times. These artifacts date from pre-Columbian times. Ja? Kannst du es nicht nehmen? These artifacts date from pre-Columbian times. Es hat schon was, ne? Es sind schon ein paar coole Sachen. The man transforms an entire wing of his manor into an art gallery. Hier ist Blut. Alter. Okay. Junge. Das geht schon ab. Das ist auch nicht schlecht. Ich war letztens in einer Ausstellung in Düsseldorf von Tod und Teufel. War halt so ein bisschen, ne? Wie wird der Teufel oder wie wurde der Teufel dargestellt im Wandel der Zeiten und wie wird das Böse charakterisiert. Aber Lovecraft hat gefehlt und halt auch solche Sachen, so richtig obskure, verrückte Gemälde, Skulpturen, Artefakte. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr von gesehen. Er macht es auf jeden Fall richtig. Im Museum. Why was he so interested in old weapons? Nun, ich denke, das werden wir gleich herausfinden. Das sieht doch ganz nice aus. Das wäre cool, wenn es so ein Tier wirklich gäbe. Aber auch ein bisschen scary. Okay, damit haben wir jetzt, glaube ich, alles einmal angeguckt. Schön durch die Galerie. Das ist schon ganz nice. Schön einmal durch die Galerie. Hier, achso, hier haben wir einmal das Öl aufgefüllt. Und es sieht ein bisschen wie ein Bossraum aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, hier passiert schon zu wenig dafür, dass das ein so großer Raum ist. Kann ich hier irgendwie einen Tisch aufmachen oder so? Nee. Gut, wir gucken mal, was der Schlürfer so für uns bereithält. So schlimm sieht er gar nicht aus, ne? Ist jetzt nicht das schönste Gemälde, was sie gemacht hat. Werden wir reingezogen. So Painted World of Ariamis.
raus. Hier direkt zu den Ritualwaffen laufen. What the hell was that? Da ist er. Hallo? Ich sollte vielleicht... Down. Schade. Okay. Haben wir schon. What the hell was that? Verstecken. Hat's gereicht? Nee, es hat nicht gereicht. Okay. What the hell was that? What the hell was that? Was kann ich denn tun? Nichts. Muss ich mich von hinten an ihn ranschleichen? Oder auf das Gemälde vielleicht? Maybe I can use this thing. Stecken. Hau zu! Hau zu! What the hell was that? Okay, ich konnte schleichen. Ich durfte nicht hingucken.
Ich glaube, das war das Problem. Damn! Did it hear that? Jetzt verstecken. Ja, bestimmt, ja, das hat er gehört. Ich muss im Schrank bleiben. Ich bin Harry Potter. Maybe I can use this dagger. Ja, schade. Ist natürlich auch blöd, dass jetzt hier... What the hell was that? Dass das immer wieder kommt, so. Dass ich vor allen Dingen immer wieder die gleiche Szene durchleben muss. Damn! Did it hear that? So. Wir kamen aber reichlich spät diesmal. Gemälde? That thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I destroy it. Ja, mit dem Dagger. That thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I destroy it. Das hat er bestimmt gleich. Was soll ich denn tun? Eine Tonaufzeichnung. Oh, ich hab noch... Ui. Ich kann dich ja hier nicht abspielen. What the hell was that? Ja, what the hell was that? Woran halt ihr lehen? Damn! Did it hear that? Hätte ich vielleicht noch nehmen können. Hätte ich wirklich noch nehmen können. Da geht dann nochmal die extra Runde. Da geht die extra Mal. Extra von uns. Maybe I can use this dagger.
use this dagger, aber... Ganz ehrlich, mein Freund? Ja! Ja! Damn it! This dagger didn't work. Ja, ich muss ja halt jetzt raus. Was soll ich denn tun? Macht er. Da ist er. Ich muss den richtigen Dagger finden. What the hell was that? Türlich, sicher, Dagger. Damn! Did it hear that? Ach komm, na, es ist ein bisschen lame. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist ein bisschen lame. Ich verstehe die Mechanik auch noch nicht so ganz. Also eigentlich wird er mir nur gefährlich, wenn ich hingucke. Maybe I can use this dagger. Gehe ich halt hier in den Schrank. Gehe ich hier in den Schrank. Direkt eine Panikattacke. Ja, ich muss hier halt raus jetzt, ne? Da wäre ich ja mein Leben nicht mehr froh. Ich habe eine Idee für meinen nächsten Versuch. Wenn er jetzt abhaut. Da reagiert er gar nicht drauf, die Sau. Okay, aber wo ist denn ein Tipp? What the hell was that? Ich brauche ja zumindest einen Anhaltspunkt. Weiß ich nicht, der Schlurfer hat Angst vor Gegenständen, die nicht spitz sind oder so.
Maybe I can use this dagger. Damn it! This dagger didn't work. Was soll denn das? Ich dachte, er sieht mich nicht. Und dann gucke ich in seine Richtung und dann wird er aktiviert. Aber das ist in der Cutscene doch komplett anders dargestellt. Da habe ich mich nicht bewegt. Und jetzt verfolgt er mich nicht mal. Ja gut, nehmen wir mal den. Zurück in unseren Schrank. Oh, hier ist ja gar keiner. Na gut, dann gehe ich wieder. Der leuchtet immerhin. Hoffentlich ist er das. Komm. Damn it! I have to use a specific. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire? Ah. Okay. Es ist der Dolch. Aber ist es jetzt immer noch? Ist die Frage. What the hell was that? Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Okay, komplett still sein geht nicht. Aber jetzt weiß ich immerhin, welcher Dolch. What the hell was that? Jetzt weiß ich, welcher Dolch. Und dann kann ich durchsprinten. Oh, wirklich? Oh Gott. Ah. Ah. What the hell was that? Natürlich wird der ja irgendwo da hinten sein, ne?
hier wird er sein. Das könnte er sein. Das ist er. This dagger looks different. Komm her, kleiner Nasebeiß. Ja, ja. Schau dich mal um. Alles oder nichts. Let's go! Yeah! Sauber. Oh nein, ich werde zu fade. Nein, tu's nicht. What's the matter with you? Das Ding auf der Schwelle. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Ja, tatsächlich schon. Ich erzähl's ihr, klar. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Aha. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. This symbol on the dagger, it was all over Sanders' cell. It's what protected him. It's what protected me, too. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Okay. Ja, okay, also der Bossfight war jetzt nicht so cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin froh, dass er vorbei ist. Das ist das Positive, was ich dazu sagen kann. Ist eine ganz nette Idee, so mit so einem Rätsel, welcher Dagger ist es, aber ja. Es wäre irgendwie cool gewesen, wenn man den Hinweis vorher hätte finden können. Vielleicht wäre das ja auch gegangen. Ich habe den Zettel auf jeden Fall vorher nicht gesehen. Wir sind in Kapitel 7. Die namenlose Buchhandlung, der Schlurfer, erwies sich als viel mehr als nur ein von Sarah Hawkins gemaltes Kunstwerk. Eine riesige Kreatur entstieg dem Gemälde, um Pierce anzugreifen. Nach einem erbitterten Kampf schaffte es der Detektiv, das Monster wieder in das Gemälde zu verbannen. Später entdeckte er, dass der von ihm im Kampf benutzte Dolch von Algernon Drake, der Besitzer der namenlosen Buchhandlung, an Sanders verkauft wurde. Pierce beschließt, dem Laden einen Besuch abzustatten. Oh.
Schön. Es wird immer besser. Where is the bookseller? Another volume of the Reverend's wife's diary. Der Reverend ernannte sich selbst zum Propheten, er wies Gott zurück und verehrte ein merkwürdiges, heidnisches Wesen in monströser Gestalt. Seine Frau wollte ihn zur Vernunft bringen, aber ihre Mühe war vergebens. Er war überzeugt, dass er auf die Stimme in seinem Kopf hören musste, weil sie die Wahrheit sprach. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Ja. Und heute zum Glück weitestgehend verworfen. Darkwater History. Interessant. Britanische Kolonie, angeführt von Reverend John Wigwood, ließ sich im 17. Jahrhundert auf der Insel nieder. Die Kolonisten nannten die Insel Darkwater aufgrund der dunklen Färbung des Meeres, die ihrer Meinung nach von der eigenartigen Farbe der Felsen rings um die Insel stammt. Sie errichteten die ersten Gebäude, darunter das Hawkins-Anwesen, die Kirche und den Friedhof. Die wenigen Dokumente und handschriftlichen Notizen, die sie hinterließen, sprechen von Albträumen und abartigen Verhaltensweisen. Sie verschwanden zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Richtiger Bücherwurm, unser Edward Pierce. So, und den Hinterraum gehen wir vielleicht gleich. Hier schauen wir nochmal, was sich hier so verbirgt. Das Buch lesen? Ja klar, das Buch lesen. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Diese Sammlung katalogisiert und klassifiziert Wesen, von denen ich noch nie gehört habe. Gottheiten von den Sternen, Wesen, die durch Dimensionen reisen können. Das Buch präsentiert sich als Nachschlagewerk zu mythischen Kreaturen, ohne zu benennen, um welchen Mythos es sich handelt. Die Seiten sind mit phantasmagorischen Bildern illustriert. Ist das sagenumwobene? Nee, Malleus Bestiarium. Steht ja oben drauf. Gut. Obwohl, ja doch, so mal mit dem Feuerzeug kann man ein paar Sachen mehr entdecken, ne? The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Die tibetischen Schriften sind der Ursprung der esoterischen Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts von Helena Blavatsky begründet wurde. Die Schöpferin in der Theosophie hätte großen Nutzen aus den Texten dieses Werkes ziehen können, aber niemand konnte je auf sie zurückgreifen. Ich dachte, sie würden nicht existieren. Dieses Buch in der namenlosen Buchhandlung auf Darkwater entdeckt. Könnte gefälscht sein, aber genauso gut auch ein unwiderlegbarer Beweis für Blavatskys Aufrichtigkeit. Auch Okkultismus. Alter, ich kann mich hier richtig aufleveln. Nur durch Bücher lesen. Das geht im richtigen Leben ja auch. Nur nicht so schnell. Immer wenn man das Inhaltsverzeichnis liest. Bam! Du bist ein Experte in deskriptiver Statistik. Der Heilige Gral. Im 19. Jahrhundert, als die amerikanische Walfangindustrie ihren Höhepunkt im Rest der Welt erreichte, verschwanden die Wale allmählich aus den Gewässern um Darkwater. Das Phänomen wird noch rätselhafter, da die Gegend bis dato einen beliebten Rückzugsort für die Wale darstellte. 1847 kehrte die Skylar nach mehreren Monaten der Jagd mit einem gewaltigen Wesen an Bord in den Hafen zurück. Die Besatzung behauptet, das Ungeheuer habe die verschwundenen Wale gefressen. Nach einer Nacht heftiger Kämpfe gelang es den überlebenden Seeleuten, die Bestie auf das Walfangschiff zu ziehen.
Das könnte der große Catch gewesen sein. Die haben vielleicht einfach einen Gott erlegt. Das könnte ein Problem sein. Bin ich ganz ehrlich. Deswegen sind die vielleicht auch verflucht? Oder deswegen ist Sarah Hawkins verflucht? Oder im Einklang mit den Wesen? Ich weiß es nicht. Aber das klingt auf jeden Fall wieder sehr schön und sehr interessant. What happened here? Das ist schon wieder so ein Gemälde. Kann ich es mir vorher angucken? Anatomie, super. Wo sind wir denn jetzt? 32%. 2 verfügbare Punkte. Mehr auf Entdeckung. Und Redegemeinschaft. Okay, wir rekonstruieren mal. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Someone tall left this footprint. A man, probably. Be a man. You must be swift as the coursing river. This burglar seems to be rather clumsy. What killed all these animals? Das ist die Frage. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What happened that made the burglar flee before finishing his work? Okkultismus. Der Nummer 1 Verbrechervertreiber. Okkultismus. Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Interessant. Sehr interessant. Hier kann man jetzt nichts weiter untersuchen, ne? Vielleicht hier? Nein. Okay, wird mein Guy hier verrückt, wenn er zu lange im Detektivmodus ist? So, du hast irgendwas versteckt, glaube ich. Okay, zeig's mal. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Bin ich zu sehr im Okkultismus oder nicht genug? Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Okay. Eine Seite scheint hier versteckt zu sein. Darauf steht, wenn jemand diese Memoiren findet, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich in ernsthaften Schwierigkeiten befinde. Meine letzte und einzige Hoffnung ist, dass mein Körper und meine Knochen sich noch in dieser Ebene der Wirklichkeit befinden, sodass sie gefunden und verbrannt werden können. Die Totenurne muss meiner lieben Mutter gegeben werden, sofern sie noch lebt. Die folgende Nachricht ist von größter Bedeutung. Wer diese Zeilen liest und denselben geistigen Scharfsinn besitzt wie ich, kann Zugang zu meinem wertvollsten Besitz erlangen.
Die liegt in meinem Tresor. Und die Kombination ist in 3 Walzen versteckt. Jede davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Jede Walze ist nummeriert, auch wenn ein berühmter Autor sagte, die Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Schön. Und in der Tat wird sich trotz meiner Vorliebe für organisiertes Chaos zugeben, dass am Ende meist die Vernunft siegt. Sollte eine Person, oder eher ein Genie, meinem Intellekt entsprechen und die Kombination für den Safe entschlüsseln, so bitte ich darum, dass der Inhalt zur sicheren Aufbewahrung meinem Freund und Kollegen Professor Armitage an der Miskatonic University übergeben wird. Der Inhalt dieses Tresors ist nicht nur ein riesiger Wissensschatz, sondern auch eine Waffe, die viel zu gefährlich ist, als dass sie in die falschen Hände geraten dürfte. Ich hoffe, dass Sie die Gefahr erkennen, die der Inhalt darstellt und entsprechend handeln. In jedem Fall kann ich Sie weder führen, noch werde ich die Konsequenzen Ihres Handelns erleben können. Okay, jede davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Leben und Studien. Ach, jetzt kann Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Akte zum Schlüssel von Relais. Dieser Schlüssel, der das Symbol der Alten trägt, ist das einzige, das deine Psyche schützen kann. Er hat die Form eines zylindrischen Medaillons, das an einer schweren Kette hängt. Vor Hunderten von Jahren wurde der Stern und der Ast, die die Kräfte der großen Alten zurückdrängen sollen, darauf eingraviert. Alles deutet darauf hin, dass Charles Hawkins ihn den Vorbesitzer einem ägyptischen Antiquitätenhändler gestohlen hat. Das Datum von Zeitungsausschnitten, die das Vergehen meldeten, stimmt mit den Daten von Hawkins' letzter Reise nach Kairo überein. Es bleibt abzuwarten, ob er den wahren Nutzen des Schlüssels kennt. Versuche ihn zu finden. Okay. Hier machen wir mal wieder zu. Also eine Rolle haben wir ja, ne? Beziehungsweise eine Walze haben wir. Die ist jetzt aber anscheinend weg. Hä, warum ist die denn weg? Wir haben die Reverend-Bücher. 2, 3, 4. Nur 2, 3, 4. Okay. Also, hinter dem Painting ist etwas. Der Tresor. Nein. Schade. Ah. Arkham Editions. Never heard of him. Der Schlüssel Solomon. Zauberbuch, das angeblich vom legendären König Salomon geschrieben wurde. Es enthält verschiedene Rituale und eine Neuauflage von Claudia, die insbesondere im Original L.W.D. Lawrence. Das wird's nicht sein. How many volumes are there in this collection? Shagai. Another volume by Arkham Editions. Die Prophezeiung. Was von Nostradamus. Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Things that should not be. Miskatonic University. Another volume by Arkham Editions. Coppelius, die Sammlung von Schriften verschiedener Glaubensrichtungen, vom
von einem legendären Philosophen verfasst. Sie enthält eine Übersetzung der Tabula Smaragdina, einer unter Alchemisten des 16. Jahrhunderts berühmten Schrift. Also hier gibt es ja noch mehr, ne? Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Ja, aber das sind doch die Walzen. Geht das hier irgendwo? Things are not looking good. Es kommt drauf an, von welcher Seite man sieht, ne? Ah, hier. Drakes Walze. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Okay, der Gral. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Okay. The Chalice of Knowledge. Die roten Tropfen, hat er gesagt. Also, fangen wir mal hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann das sein? Hier sind 3. 5. Es sind 5. The Queen has little protection. Die weiße Königin. Schachfiguren. Ihre Soldaten. Also. The Queen has little protection. Ich nehme mal an kurz. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Okay, ich sehe unsere Zahl schwinden. Also wir sind die Weißen, das heißt 4. Dann haben wir 5, 4 und dann jetzt noch Ausgabe 9. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Azathoth und andere Horrors. Gedichte an Edward Pickman. Derby. Auch als Albtraumlyrik bekannt. Diese Sammlung von Gedichten und ihrer Verlöchung 1909 aufgenommen. Derby zur Zeit erst 18 Jahre alt. Dieser Band ist Teil der Arkham Anthology, einer wertvollen Sammlung, also 9. Dann haben wir 5, 4, 9. Probieren wir es mal. Beim Schachspiel bin ich mir nicht sicher. Also 5, 4. Okay. Die Soldaten der Königin. Wer überrascht mich jetzt? Cat?
Das Buch. Lies das. Ah, es war das Necronomicon. Yes, okay. So, in der namenlosen Buchhandlung verfolgte Pierce die Spur eines versuchten Einbruchs. Er entdeckte, dass Charles Hawkins hinter dem Einbruch steckte. Pierce öffnete den Tresor des Buchhändlers und fand, was dieser und Sarah Hawkins darin aufbewahrt hatten. Ein in Menschenhaut gebundenes Buch lag im Tresor und zog den Detective unwiderstehlich an. Als er es öffnete, wurde sein Geist in einen anderen Körper projiziert. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? Ja. Show me his file. That... Don't tell me Dr. Fuller has taken this... That's why I called you. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. What are his symptoms? His temperature has been going down. His skin losing its color. His body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. That'll do for the... Any idea what the... Nun, wir... Very well. I'll examine him. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Schwellung in der Doesn't seem like an Leistenregion. edema. Oh. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. Wird er zum Fisch? 30-year-old subject, severe hypothermia, erythematous papules around the eyes and eardrums, necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. So, doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does... Look at these sticky rings. I'm sure you'll find an explanation. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. No.
Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has some... Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, Die Frage ist, ob I'm er not das sure da... Dr. Fuller is telling the truth. Ja. Ich weiß nicht, ob er das da reingetan hat oder ob einfach was wächst. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Scandalous. Is there no evidence of his crimes? Die sind wahrscheinlich in den Akten, ja? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Hoffentlich. Und jetzt bin ich, Miss Colden. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Chronic insomnia. Like half the island. Es sieht halt auch wieder... Also die Charaktermodelle sind tatsächlich sehr gleich. Da hätte ich mir noch ein bisschen Abwechslung gewünscht. Guck mal, die sehen doch einfach fast identisch aus. Hay fever. What's he doing here? Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work.
He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. He's in your hands. Wow. Ich habe nur einmal gesagt, welche Infusion sie nehmen sollen. Den Rest machen sie schon. The whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. I'll just... Schlafen wir noch ein bisschen. Oh. Ist doch Irene. Mrs. Sanders? Why did nobody tell me about her admission? In der Akte wird der Zustand beschrieben, in dem Irene Sanders ins Riverside-Institut eingeliefert wurde, sowie die verabreichten Behandlungen. Fuller fügte handschriftlich eine Notiz hinzu. Er empfiehlt, sie in den psychiatrischen Flügel zu verlegen, um ihr die Ruhe und Erholung zu geben, die sie benötigt. Und Medikamente. Ganz viele Medikamente. Also das ist alles nicht nach Hygienevorschriften. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Okay, das ist ganz gut, dass ich, als ich bei Irene war, ihr nicht gesagt habe, dass Fuller der Bösewicht What is the boiler ist. room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler room. Okay. Not where I expected to find it. Intoxication from breathing organic vapors. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Na, können Sie nicht schlafen? Hallo, hallo, hallo. Ich dachte, Sie können nicht schlafen. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. Ja, tun Sie das? Na gut. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. Such drooling. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? Those basement brutes tied him up too tight and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Okay. Ganz schön forsch.
Ich glaube, jetzt möchte sie nicht mehr mit uns reden, oder? Sie da. Tun Sie Ihre Arbeit. Jetzt stellen Sie sich nicht in die Ecke und schmollen. Tun Sie was. Helfen Sie dem Mann. So helfen Sie ihm doch. Okay, ich glaube, wir haben uns jetzt um so ziemlich alle Patienten gekümmert. Damit ist unsere Visite vorbei für heute. Und wir können mal hier schauen. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Und weswegen sind Sie hier? It's a quiet little town. Ach so, Sie Days go suchen jemanden by, zum steady Reden. as ever. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Ja. Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Okay, also wir sind gute Freunde. Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Dr. Colden. Okay, sie hat mich immerhin erkannt. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. I saw him, yes. It's always the same thing. They bring them up, without any explanation, with a multitude of self-inflicted injuries. We take care of the wounds, and then they leave. Each time, I feel like I'm sending them back to hell. Their affliction is not our responsibility. You cannot save everybody, Doctor. Sagt sich so leicht. Als Arzt, der sich kümmert. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Ach so. Ach, wir haben jetzt quasi... Jetzt spielen wir ihren Part, wo sie uns quasi befreit hat. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Dr. Fuller always keeps his key with him. Sehr interessant. Sehr interessant. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Please, the fewer interruptions... Ja. Er will gar nicht mit mir reden.
Auch nicht. Was ist hier los? The operating room is never accessible after an operation. Boiler Room? I don't have any business in the boiler room. Okay, das sieht doch nach Büro aus. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Ja, okay, bitch. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Richtige Petze. Geht's immer noch weiter? Uiuiui. Was ist das? Locker Room. Ah ja, okay, das ist einfach nur ein Kreis. Hier ist uns weiter nichts. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And Redet I'm ihr the über one who Donovan? pays. Ja, ich habe sie gerade Elizabeth? kennengelernt. You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Okay. Danke für den Tipp. Wir werden sie jetzt also ablenken. The answers must be hidden in Fuller's office. Ah, hier war ich ganz am Anfang. Okay. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. Watch out for the water, Doctor. And the answer is no. You can Danke, imagine Hausmeister. she doesn't dare say a thing. That silly goose thinks herself to be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. Patients and hospital personnel eat the same food. Mhm. Ist jetzt ja erstmal nichts Schlimmes, wenn das Essen gut ist. Aber es sieht nicht so gut aus. Wenn ich ganz ehrlich bin. Dr. Colden? Okay, jetzt kümmern sich. So, ich schnapp mir jetzt hier mal den Schlüssel. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Ist natürlich nicht nett. Aber... Was macht er denn hier auf dem Gang? The doses prescribed by Fuller are far too high. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. L'uomo delinquente. Die
Die pseudowissenschaftliche Abteilung von Cesare Lombroso setzt die Morphologie eines Menschen in Kontext zu dessen krimineller Veranlagung. Die Ernsthaftigkeit der Studie und die Genauigkeit der Demonstrationen können einen uninformierten Leser täuschen. Also uns. We've been waiting to be restocked for weeks. Gut. Damit haben wir uns jetzt so ziemlich alles angesehen. Dann ist jetzt Zeit für den Boiler Room. Ach komm. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. I need a tool. You're a tool. Hier ist doch der Hausmeister gewesen gerade. Hat er nicht Tools? Er hat ein Tool liegen lassen. Arti. Ganz schön schlampig geworden hier. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. The operating room is never accessible after an operation. Let's hope I can go through the administration office. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Laber mich nicht voll. Ich muss es ihr wieder sagen. It's temperamental, if I understand correctly. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Courage. Here we go. And hold your tongue this time. Oh, sie gibt dann noch Widerworte. Ist sie jetzt weg? Sie ist weg. Nice. At last. The missing files must be hidden here. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Das gibt's? Betroffene zeigen psychische Störungen aufgrund einer Reizüberflutung, wenn sie Kunstwerken ausgesetzt sind. Wow. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. So, alle in die gleiche Richtung. I've unlocked something. Patient files. I was right. Gespräch mit Sarah Hawkins. Er hat seine Gedanken zu einer der vielen Psychoanalysen aufgezeichnet, die Sarah Hawkins vornahm. Das war's noch nicht. Conclusions, session number 17. Patient, Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos.
It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Da ist ein Schuh. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Why is Ethan on medication? The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Of course! Sarah Hawkins is the connection. So. So, hier haben wir alles entdeckt. Hier leuchtet es noch. This finger belonged to a woman. Why keep it here? Das ist eine gute Frage. I must go back to the basement. I should go another way. Okay, ich wollte nur gucken, ob die jetzt auf sind. Psychiatrischer Flügel. Ist, glaube ich, hier, ne? Ja. Bam, 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 bam. Ich hol mir ein Detektiv. Ja, 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 ja. Edward Pierce ist mein Detektiv. Ja, 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 ja. Oh, hello. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! Sie werden es bereuen. Ah, okay, da ist zum ersten Mal Meister erforderlich. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you! Now you won't be able to escape his will! What did it show you?
Schon wieder Meister, okay. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait! No one knows the occult better than me. You might need my help. Okay. Wenn du willst. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go! Rescue the doctor! Rescue Thank you, Drake. the doctor. Actionsequenz. Die Falle. Tappe in Fullers. Achso, das war mit der Ärztin. Na gut. Das Buch projizierte Pierce in den Körper von Dr. Colden. Der Detektiv erlebte, wie die Freundin von Bradley ihre Ermittlungen durchführte. Mit einem Experiment von Fuller konfrontiert, betrat sie sein Büro und fand heraus, dass der Leiter des Riverside Instituts nicht nur Informationen über Sarah Hawkins, sondern vielleicht sogar ihre Leiche zurückhielt. Dabei wurde sie von Fuller entdeckt. Pierce muss sie retten, bevor es zu spät ist. Hallöchen, jetzt ganz zum Schluss kommst du rein. Ich wollte gerade Schluss machen. So spät noch unterwegs, hör mal. Dann schauen wir uns noch die Cutscene an, weil du es bist. Edward Pierce. I pray that Colden is really here. Liest ein And alive. Na gut, das war die Cutscene. Dann war's das. Ja, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Grüße aus Villingen. Okay, okay. Was hast du in Villingen gemacht? Oder Willingen? Oder Sillingen? Oder ist es einfach nur dein Stadtteil? Natürlich auch sein. Ja. Arbeit, Arbeit. So, so. Immer unterwegs. Mann, Mann, Mann. Dabei ist das Leben doch so schön, wenn man nicht arbeiten muss. Naja. Ja. Ich bin mit meinem Laptop wieder da. Hab zwar einen neuen Laptop, aber der hat auch ein Problem. Ich hoffe, dass sich das noch löst, weil der Windows nicht aktiviert kriegt. Vielleicht muss ich den auch zurückschicken. Aber mal gucken. Stream funktioniert auf jeden Fall jetzt gerade wieder. Und die Gandhis sollten auch funktionieren. Ja, das wäre natürlich ganz cool, wenn du dabei bist. Ich denke, Felix wird auch dabei sein. Weil für euch mache ich das ja. Und für mich ein bisschen. Ich habe da jetzt zu viel Arbeit reingesteckt. Ich bin sehr froh, dass ich die Videos noch habe. Wären die nämlich weg gewesen, hätte ich das nicht gemacht. Das war jetzt so viel Schneiden und so viel sich hier hinsetzen und Clips raussuchen und sowas. Das wäre mir zu viel Arbeit gewesen, das Ganze nochmal zu machen. Also insofern bin ich froh, dass es alles noch da ist. Ja. Der hat, also ich habe von der Sarah eine Festplatte bekommen. Da hat er dann alles drauf tun können. Ich habe jetzt die Festplatte noch mitbekommen. Aber, ich kenne mich ja auch nicht damit aus. Ich habe die jetzt halt einfach zu Hause liegen, falls jemand noch mal darauf zugreifen will. Aber da war halt so das Allerwichtigste mit dabei. Alle Clips, alle Sounds. Ich musste halt nur mein OBS-Profil neu anlegen. Und
Das halt alles nochmal so einrichten, Hotkeys machen und so. Jetzt habe ich aber auf jeden Fall mein Profil auch gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Laptop kriege, dann muss ich das nicht nochmal alles machen, hoffentlich, wenn das so funktioniert. Aber da war ich schon echt froh. Ja. Genau. Fernseher ist auch mein alter Fernseher, den habe ich jetzt auch noch verkauft bekommen, zum Glück. Und der neue läuft bisher auch noch. Da ist jetzt auch auf allen Geräten Garantie drauf. Das war mir auch wichtig, die mir so schnell kaputt gegangen sind. Ja. Mehr gibt es eigentlich gerade gar nicht. Ansonsten ist alles wie immer. Ich habe das aber nicht verstanden. Bist du auf Geschäftsreise? Nee. Oder bist du gerade zurück von Geschäftsreise? Naja, aufgestockt. Ich habe vor allen Dingen erstmal investiert. Ah, morgen ist Workshop. Okay. Ja, aber das ist doch ganz nice eigentlich. Wo ist denn Villingen? Ich mal eben gucken. Wie weit das von zu Hause weg ist. Villingen. In Baden-Württemberg. Ach du Scheiße. Das ist ja richtig weit weg. Bei Rottweil. Ah ja, das kenne ich von den Lied von Toten Hosen. Das ist ja richtig weit. Naja. Und dann geht's Donnerstag zurück, oder wie? Wahrscheinlich, ne? Morgen Workshop. Willingen-Schwenningen? Da kommt die wieder mit Begriffen. Mit Schlitten durchs Schnee. Ja, ich drück die Daumen, dass du es nach Hause schaffst. Denn die Gandhis willst du nicht verpassen. Das wird das größte Event, was du dieses Jahr sehen wirst. Du guckst die EM ja eh nicht. Also wird das größte Event, was du sehen wirst. Geht auch nicht so lange. Halbe Stunde oder so. Dann sind wir wahrscheinlich durch. Sind ein paar Clips. Ein kleiner Rückblick aufs Jahr. Mal gucken, vielleicht ziehe ich mir auch was Schickes an für die Zeit. Wirklich? Willingen? Dann waren wir da doch bestimmt schon mal, oder? Jetzt muss ich nochmal auf die Karte gucken. Diese scheiß Funkmaus. Stadt in Baden-Württemberg mit Nordstädten. Aha. Ist direkt nebenan. Villingen bei Rottweil. Schönwald im Schwarzwald. Triberg im Schwarzwald. Alles ist im Schwarzwald. Aber Schwarzwald ist doch ganz nice, die Ecke. Dann hast du da zumindest schöne Aussicht. Tief im Schwarzwald, ja. Ja, Freiburg ist auch relativ in der Nähe. Obwohl, da sehe ich schon mal Rust. So weit ist das doch nicht. Naja. Kannst ja, wenn du weißt, dass du es nicht schaffst, kannst du ja in den Europapark. Autobahn und B&B. Das ist doch das Leben, was man haben will, oder? Also, da würde ich doch mal für den nächsten Workshop Microsoft Teams vorschlagen. Oder Zoom. Eure Workshops kann man doch bestimmt auch einfach online machen, oder? Naja.
Aber meistens wollen die Chefs das ja nicht. Nun gut. Also, ich glaube, ich werde mal das Ende hier einspielen. Ich hoffe, ich bin jetzt auch noch zu hören. Ja, manchmal sind die Sounds etwas laut. Ja, ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Workshop. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Hoffentlich bist du Donnerstag auch da. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall gute Heimreise. Jetzt noch eine gute Nacht. Wie immer, Herzchen. Und wir sehen uns dann bestimmt die Tage mal irgendwann. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Elden Ring spielen, ne? Kriegen wir bestimmt auch noch hin. Also, ich sag Tschüss, auf Wiederschauen und lass dich hiermit. Ich habe mich von meinem 12-jährigen Sohn entfernt, keiner kümmert sich drum. Ah, der ist er. Damit verabschiede ich mich. Hau rein.